Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Ich bin euer Host Richie und freue mich wieder eine Folge vom German Testing Day 2024 dabei zu haben. Mein heutiger Gesprächspartner ist Uwe Pesch, mit dem ich mich über risikobasiertes Testen unterhalten habe. Es könnte eigentlich so einfach sein, ist es aber nicht. Welche Erfahrungen er mit risikobasierten Testen gemacht hat, wie er den Ansatz lebt und welche Tipps er für uns hat, darüber geht es in der heutigen Folge. Viel Spaß beim Hören. Hallo Uwe, schön, dass du da bist. Hallo Richie, danke für die Einladung, hat mich sehr gefreut. Ja, mich auch. Ich habe schon nach unserem Vorgespräch mich schon sehr auf unsere Folge gefreut, weil ich finde, du bist so ein sympathisch, freundlicher Mensch und da habe ich gedacht, das wird sicher eine coole Folge auch mit uns werden. Danke für das Kompliment, kann ich eigentlich nur zurückgeben. Also ich glaube, seitdem wir uns kennen, auch wenn wir uns erstmal virtuell kennengelernt haben oder jetzt gestern hier, wenn wir zusammen sind, wir sind nur am Grinsen. Ja, genau. Ja, es ist schön. Vielleicht müssen wir da mal eine eigene Show draus machen. So ein ähnliches Waldorf und Städtler fürs Testing. Genau. Ja, gute Idee. Mal überlegen, was wir da draus machen. Ja. Schön, wir sind ja hier German Testing Day 2024 in Frankfurt. Du hast deinen Vortrag schon gehabt gestern. Ich habe meinen Vortrag gestern. Ja. Also heute schon ganz entspannt im zweiten Tag drinnen. Und ich habe ja im Vorweg dein Abstract auch gelesen und da stand schon ganz drüber so risikobasiertes Testen. Und da habe ich gedacht, wenn ich da überlege, so viele Kunden von mir oder so, wenn man da hinkommt, da wird so viel getestet, aber so risikobasiertes wollen die alles machen, aber machen dann doch nicht oder wie auch immer. Und da habe ich gedacht, das ist doch mal schön, wenn wir auch mal darüber sprechen können. Gerne. Ja. Sag mal vielleicht ganz kurz, in was für einen Kontext arbeitest du oder was macht ihr als Unternehmen? Die Bison-Gruppe hat ihren Hauptstandort in der Schweiz. Dependancen in Kaiserslautern und Hamburg. Sind ungefähr zurzeit 350 Mitarbeiter. Machen Softwareentwicklung, ERP-Bereich, mobile Lösungen, Smart Farming, also Cloud-Lösungen auch und BI-Anwendungen, also ein ziemlich breites Produktspektrum. Fokusbranchen sind Retail und Agrar. Ah ja, okay. Ja, also ein großer Softwarehersteller, der natürlich auch ein bisschen testen sollte, ne, bevor er was ausliefert. Ne? Hin und wieder tun wir das sogar. Ja, genau. Ja. Wieso risikobasiertes Testen? Was hat euch dahin bewogen? Oder? Wir haben ein ERP-System gehabt. Und bei einem großen Kunden im Einsatz ist. Und dieses ERP-System hatte so einen Rich Client, so einen fetten Client, wie man ihn von der SAP zum Beispiel auch kennt oder so. Und wir sind dann umgestiegen auf einen Web-Client und hatten roundabout 1000 End-to-End-Tests, die abgelöst werden sollten. Ja, also entweder durch neue End-to-End-Tests oder wenn es geht, natürlich auch nicht auf so einem hohen Testlevel-Niveau. Projekt lief dann und lief und zu irgendwann kam der Zeitpunkt, haben alle unsere Kunden mit dem Web-Client gearbeitet, aber keiner mit dem Rich-Client. Ja. Und dann mussten wir uns irgendwas einfallen lassen, wie werden wir die los, möglichst schnell. Und dann sind wir aufs risikobasierte Testen gekommen. Das heißt, wir haben uns überlegt, wo tut es dem Kunden am meisten weh? Und da, wo es am meisten weh tut, fangen wir mal an, da die Tests zu schreiben. Also nicht so eine 1:1 Ablöse, sondern eher Testabdeckung in den Bereichen, wo es weh tut. Was war das zum Beispiel? Hast du da ein Beispiel für uns? Ja gut, so High-Risk, Rechnungen gehen falsch raus. Ja. Du machst einen Rechnungslauf, haust 4.500 Rechnungen raus und irgendwo summiert der falsch oder falschen Steuersatz gezogen oder sonst irgendetwas. Ist der Schaden beim Kunden ziemlich hoch, weil er die 4.500 Rechnungen zurückholen muss. Unser Schaden ist natürlich, auch dementsprechend hoch. Wie könnt ihr sowas ausliefern? Ja. Und das heißt also, welche Schlagzeile möchtest du morgen nicht in der Bild-Zeitung lesen? Ja, genau. Kunde liefert 4.500 falsche Rechnungen. So. Schadenspotenzial relativ hoch. Auffindbarkeit auch relativ hoch, weil das wäre ja vielleicht einem aufgefallen, aber nicht auf den ersten Blick ersichtlich. Ja, und dann findet man den Fehler. Also sind wir bei der dritten Komponente der Komplexität, auch relativ hoch. Und
das ist ein High-Risk. Ja. Habt ihr denn diese Risikobewertung, ne, weil du das jetzt auch gerade eher so habt ihr das formal gemacht oder habt ihr da schon Grundlage gehabt oder habt ihr die erst entwickelt dann auch für euch? Nein, also wir haben eine Grundlage gehabt, ja. Denkt dir eine Schlagzeile aus, ja, formulier daraus ein Risiko und die 3 Komponenten, Schadenspotenzial, Auffindbarkeit, Komplexität, für die hatten wir uns dann entschieden zu dem Zeitpunkt 2020 ungefähr. Und haben da auch eine Range von 1 bis 3, wo wir jeden einzelnen Punkt mit bewerten. Die werden dann multipliziert und daraus gibt sich dann so eine Kennzahl. Je höher die ist, desto eher sollte man hingucken. Ja. Wie war denn da eure Erfahrung? Jetzt kommen ja da Sachen raus, wo man ja manchmal vielleicht gar nicht so gern hinschauen mag, weil es eben ja komplex ist oder so. Ne? Ja. Also wie seid ihr denn da umgegangen? Habt ihr gesagt, nee, da müssen wir jetzt durch? Oder? Ja, da war das durchs Tal der Tränen. Ja. Und wir sind dann hergegangen. In der ersten Zeit hatten wir im Confluence so Risikokataloge aufgebaut und haben dann gesagt, ihr müsst in die Bugs, die reinkommen, Risiken reinschreiben, weil dadurch hast du dann eine Korrelation, wenn ich einen Bug habe, ein Risiko verletzt habe, ist die Testabdeckung vielleicht noch nicht so gut. Irgendwann haben wir dann gesagt, macht keinen Sinn und haben die Risiken ins Jira gezügelt, sodass die Verlinkung besser funktioniert. Und da war eigentlich dann auch der Trigger, gerade bei du hattest auch eine Korrelation, hoher Risikoindex, desto höher war der Bug-Level, also war meistens dann Highest oder High-Bugs. Ja. Wie viele Risiken habt ihr denn dann so gehabt, also dass wir so ein bisschen im Bild haben? Ja, roundabout, ich würde sagen, so für ein ERP-System sind wir bei 150 ungefähr. Wir sind halt so vorgegangen, wir haben es geteilt. Ne? Also erstmal überlegt, nach Domänen halt, ne? Verkauf, Bestellung, Wareneingang, Lieferung, Schnittstellen, Stammdaten. Ja, so, dann hast du schon mal ein Cluster. Ja. Und dann darunter überlegt, was darf auf keinen Fall schief gehen. Ja, verstehe. Ja. Und dann, also das war so der erste Schritt, das habt ihr dann quasi bei euch im QA gemacht, im Testbereich, oder habt ihr quasi alle mit reingeholt oder wie habt ihr das gemacht? Ja, es fing eigentlich andersrum an. Wir haben so 4 ERP-Systeme, die relativ kundenspezifisch sind und die haben damit angefangen in den Teams damit. Dann haben wir in die QA-Runde, also Quality Assurance-Runde mit reingenommen und hatten dann 2022 gesagt, das ist unser Ziel, wir wollen risikobasiertes Testen in der gesamten Gruppe. Hat dann nicht so richtig gut geklappt, war vielleicht etwas zu hoch gegangen, das Ziel. Und haben dann 2023 gesagt, das ist jetzt gesetzt und haben auch dementsprechend einen Kurs angeboten, wo dann risikobasierte Testen, das Vorgehen, wozu man es macht, wie man es macht, den Leuten näher gebracht. Jetzt habt ihr ja bei dieser Analyse die Risiken dann auch gehabt, ne? Ihre große Kennzahl, so ein Ding. Es ging ja jetzt ja um die Transformation oder dann auch diese Tests neu zu machen aus diesem End-to-End-Test, aus dem alten in neu. Wie seid ihr denn da so vorgegangen? Wie habt ihr euch denn dann da rangewagt? Erstmal so einen Risikokatalog aufgestellt, dann geguckt, welche von den Highest-Risiken, die wir identifiziert hatten, aufgrund des Know-hows. Also wir haben halt Business-Leute mit reingezogen, die Entwickler mit reingezogen, Architekten, alle so gefragt, wie bewertet ihr das? Ne? Und haben dann gesagt, okay, gut, dann gucken wir uns das an. Welche Tests gibt es denn eigentlich schon? Haben wir da schon vielleicht was? Müssen wir die erweitern? Haben uns Test-Cases definiert und haben dann versucht, eine relativ gute Testabdeckung hinzukriegen. Und da spielen natürlich mehrere Faktoren dann auch mit rein. Ne? Du hast ja auch gesagt, diese End-to-End-Tests eventuell auch runterzuziehen auf untere Teststufen. Also da vielleicht zu schauen und vielleicht auch das Thema Testautomatisierung. Wie seid ihr denn mit diesen 2 Dingen umgegangen? Eine Testautomatisierung haben wir eigentlich. Das heißt also, bei jedem Bild von dem ERP-System laufen alle JUnits und Modultests und 2-mal täglich laufen dann Kompletttests hinein, also inklusive End-to-End-Tests. Das heißt also, wir müssen uns eigentlich nur noch
richtige Testlevel überlegen. Ne? Und dadurch, dass ein Großteil der Leute halt auch schon Jahre mit der Software gearbeitet hat, kennen die dann natürlich auch die Schwachstellen. Spannend ist es dann, wenn du neue Produkte hast. Oder neue Funktionalitäten. Ja. Und von der Teststufe her, habt ihr das auch dann geschafft, diese End-to-End-Tests auch runterzuziehen auf unterer Ebene? Was habt ihr da so gemacht? Wir sind halt hergegangen und haben überlegt, muss das? Ja, brauche ich unbedingt so einen End-to-End-Test? Weil erstens teuer in der Erstellung, teuer in der Wartung und teuer im Feedback. Ja, also ich muss halt, wenn ich einen kleinen habe, aber dann testet der nur eine Kleinigkeit und dann ist die Frage, brauche ich dafür einen End-to-End-Test? Ne? Kann ich den nicht ein Level oder 2 Level tiefer ansetzen? Weil dann ist mein Feedback-Loop natürlich auch wesentlich schneller. Ja, klar, natürlich. Ja, das ist ja auch die ideale Chance bei so einem Transfer, dann auch genau sich diese Frage auch zu stellen und zu schauen, okay, wie kann ich das Ding... Wenn du jetzt so drauf schaust, diese End-to-End-Tests, die ihr vorhattet, nach dem Übertrag, wie viel so Pi mal Daumen von Prozent habt ihr denn runtergeholt auf andere Teststufen? 40, je nach System, ich würde sagen zwischen 50 und 60%. Oh wow, das ist ja schon echt ein Brett auch, ne? Also was einiges einspart dann auch, ne? Definitiv, ja. Also es hat uns damals halt bestehende Funktionalitäten überlegen und dann neue Tests dazu schreiben, hat wirklich dazu geführt, gut 50-60% der alten End-to-End-Tests einfach gekegelt wurden. Wo man gesagt hat, braucht man nicht. Gab es denn eine Rückkopplung auch zu dieser Risikobewertung noch, wenn ihr die Tests umgesetzt habt oder so festgestellt habt, die Einschätzung war jetzt vielleicht keine richtige, es ist doch mehr Risiko oder weniger? Habt ihr das noch einmal auch da reflektiert oder habt ihr das quasi als Gesetz und Hauptsache mal durch? Das ist ein lebendiger Prozess. Ja. Also wir haben damals eine Reihe von Risiken definiert. Sagen wir mal im Verkauf so 12 Risiken und haben die dann bewertet. So, dann Feedback von Requirements Engineers oder auch durch den Kunden über Bugs, was natürlich nicht so ein schönes Feedback war. Aber dadurch kannst du dann die Sachen auch neu bewerten. Und die andere Sache ist halt auch, wenn neue Anforderungen kommen. Wir leben halt in einer schnelllebigen Zeit. Es kommen neue Anforderungen, dann gehe ich hin und gucke mir dann an, handle ich mir ein neues Risiko ein oder verletze ich bestehende Risiken und dann kann ich auch nochmal über die Bücher gehen. Ja, das ist ja gut, wenn man da auch so eine Rückkopplung mit drinnen hat. Ne? Seid ihr denn jetzt mit diesem Transfer soweit durch oder ist der noch im Ist ongoing. Ja, ist noch ongoing. Also ist zum einen eine never-ending Story, ne? Weil es sind ja mehrere Produkte, die wir haben. Andere Teams sind dann sukzessive eingestiegen, sind noch nicht alle involviert. Also dauert, bis der Flächenbrand da ist. Ne? Und damals die ERP-Truppen und Teams waren ja dadurch getriggert, wir haben alten Rouge gehabt, wir brauchen was Neues. So. Und mittlerweile achten wir natürlich auch mehr darauf, wenn neue Produkte entwickelt werden, neue Funktionalitäten. Da trägt schon der Kunde sagt, ich habe da eine Idee. Und dann nachgefragt wird, okay, welche Schlagzeile möchtest du morgen nicht lesen? Und dann, das ist so der erste Einstieg. Der Kunde weiß am besten, wo es ihm am meisten wehtut. Dann habe ich schon auf jeden Fall mal ein Schadenspotenzial vielleicht ermittelt. Habt ihr denn auch jetzt so bei diesen, wenn ihr dann so die Tests gerade in den Hochrisikobereichen so durchgeführt habt, zum einen habt ihr denn da dann überhaupt Fehler gefunden oder war das dann alles nichts und hat das euch bestätigt auch in der Risiko, dass ihr sagt, okay, wenn der Fehler rausgegangen wäre, das hätte uns jetzt richtig Geld gekostet? Haben wir. Also auf der einen Seite positiv, indem wir intern noch einen Fehler festgestellt haben, bevor das Produkt zum Kunden raus ist. Auf der anderen Seite hat es uns bestätigt, wenn wir jetzt über die letzten 3 Jahre mal so die Bug-Auswertungen angucken, dann kann man einen deutlichen Trend erkennen, dass so Highest, also Blocker-Bugs und High-Bugs, die dem Kunden wehtun, wirklich massive Tendenz gen unten haben. Ja.
der Trick an der Sache ist auch darauf achten, weil du hast, wenn du überall eine hohe Bewertung hast bei jedem Schadenspotenzial, kommt auch eine hohe Zahl raus. Wichtig ist, dass man auch die Schadenspotenzial 3 haben, im Auge behält. Ja? Weil du hast manchmal Sachen, die haben hohes Schadenspotenzial, sind aber schnell merkbar und einfach zu flicken. Ne? Wenn die rausgehen, dann sagt der Kunde dreimal, geht's noch? Ja, genau, muss man natürlich beachten. Und ich glaube auch generell, Risikobewertung, wie war das bei euch in dem Prozess auch? Das ist ja, ihr habt ja jetzt schon versucht, von Kundenseite das auch zu sehen, aber es gibt ja trotzdem vielleicht auch so gewisse Trade-offs, je nachdem, wer gerade drauf schaut. Der eine sagt, das ist ein großes Risiko, für den anderen wieder nicht. Wie habt ihr denn diese Gaps gelöst? Es wird diskutiert. Ja, also es werden jetzt keine Stuhlkreise gebildet oder sonst irgendwie. Risiko-Selbsthilfegruppe, ne? Ja, genau. Irgendwie so. Sondern nein, geht eigentlich relativ zügig, sehr sachlich und werden die Argumente gegenseitig gehört und dann wird ein Konsens gefunden. Also es ist halt so, wenn irgendwann sagt dann, ja okay, ich kann damit leben, dass ihr das so einschätzt. Und nicht, es sei denn, kommt tatsächlich ein Veto, dann muss man vielleicht mal ein bisschen länger sich auseinandersetzen. Das ist halt gerade in den Themen Auffindbarkeit, ja, wie schnell wird das sichtbar? Ne? Ja. Und ja gut, beim Thema Komplexität streiten sich dann immer die Gelehrten. Ja, verstehe. Ich kann mir vorstellen, also das ist zumindest meine Erfahrung auch mit risikobasierten Testen, das wäre schön, wie das bei euch war, wenn man sich so auseinandersetzt mit den Risiken, ne, dass da durchaus auch so Aha-Momente auch in Richtung Entwicklung gibt, weil die manchmal auch gar nicht so wissen immer, wie komplex das beim Kunden ist oder wo der eigentlich seinen Fokus ist. Man ist da so in seiner Bubble drin, man macht seine Storys, seine Anforderungen, setzt das alles um. Aber dann versteht man auch ein bisschen mehr, was eigentlich draußen passiert. Ne? Es ist so, also ein anderer Nebeneffekt, sage ich jetzt mal abgesehen davon, und an den richtigen Stellen testest, ist Bewusstsein schaffen. Und das Spannende ist eigentlich, zieht sich durch. Also das ist nicht nur beim Entwickler, ja, der gegebenenfalls sagt, okay, der Story ist ein hohes Risiko zugeordnet worden oder sogar 3 Risiken, wenn alles passieren kann. Ich muss da besonders aufmerksam sein, wenn ich da irgendwie entwickle und teste, sondern eigentlich durch die ganze Kette, ja, dadurch sich auch ein Requirements Engineer Gedanken jetzt macht. Ne? Ja, und mit dem Kunden in Dings und sagt, Leute, ihr könnt das so umsetzen oder so umsetzen. Ja, wenn wir das so machen, dann funktioniert die Preisfindung nicht mehr. Ja, genau. Ja, also es schafft Bewusstsein für Qualität. Ja, sehr spannend. Wenn du also einen Tipp jetzt raushauen musst, jemand kommt und sagt, ich möchte das auch machen, ich möchte so wie Uwe auch risikobasiertes Testen bei mir anfangen. Wo anfangen? Themengebiete definieren. Also entweder, wenn ich ein ERP-System habe, nach Domänen oder so, oder wenn ich eine mobile App habe, Funktionalität der App selber, Kommunikation mit den Umsystemen, also dass ich so Themengebiete habe. Und wenn ich die habe, dann kann ich die Risiken leichter aufnehmen. Ja, weil ist halt die Gefahr, auch bei einem Risiko, richtig schneiden. Ja? Der Verkauf geht nicht. Ja, da kann ich mich aber der Wert, 0,5 ist ja falsch. Das eine ist zu tief, das andere ist viel zu hoch. Ja, okay, also auch die richtige Flughöhe finden. Die richtige Flughöhe, ja. Und es ist halt so, einfach mal die ersten kleinen Schritte machen. Aber der erste Step wäre vielleicht so Fachgebiete, Themengebiete und dann anfangen runterzubrechen. Ja, super. Wir sehen uns 2029 hier in 5 Jahren. Treffen wir uns zufällig am German Testing Day und sagen, komm, cool, hier, schau mal, Uwe, kannst du dich erinnern, wir haben damals diese Folge gemacht, ja, war lustig, ne? Was ist denn in der Zeit passiert in den 5 Jahren? Was habt ihr denn bei euch noch im Testteam draufgesetzt? Was war so der nächste Meilenstein? Der nächste Meilenstein wäre wirklich ausgerollt, flächendeckend und dann irgendwie vielleicht auch eine Automatisierung hingekriegt. Ja? Also nicht nur der Tests automatisch ablaufen, sondern man aufgrund von Use Cases und Risikobeschreibung Tests generiert oder Vorschläge kriegt. Ich meine, AI, KI und jederlei ist gerade in aller Munde. Und ich denke mal, so in 5 Jahren vielleicht dann
da doch noch mehr Unterstützung kommt. Na super. Wir werden sehen. In 5 Jahren. Wir lassen uns überraschen. Wir machen dann das Interview und dann sehen wir dann können wir das vergleichen. Ne? Werden wir machen, ja. Super. Ja, Uwe, vielen lieben Dank für diese Einblicke. Wie ihr das risikobasierte Testen bei euch umgesetzt habt, finde ich sehr spannend. Finde ich auch ein super Ansatz, sich gerade so eine Transformation zu nehmen und das an der dann quasi auch mal wirklich dann auch durchzuexerzieren und dann auch wirklich umzusetzen. Finde ich ganz toll. Ich wünsche dir noch ganz viel Spaß hier auf der Konferenz. Vielen Dank. Genießt die Zeit noch und bis bald. War eine große Freude, Richie. Vielen Dank für das Interview und hab du auch noch eine gute Zeit. Dankeschön, das werde ich haben. Danke dir. Danke.